Das Beste aus zwei Welten. Develop Documents als individualisierbares Standardprodukt. Dieser Titel klingt ja fast schon nach dem Titel einer Bachelor- oder Masterarbeit, aber keine Sorge, ganz so kompliziert wird es dann doch nicht werden. Wir starten mal mit einer kleinen Denksportaufgabe. Was haben diese Dinge hier wohl gemeinsam? Und was haben sie mit Dokumentenmanagement zu tun? Nun, wir haben hier Schokolinsen, einen Neuwagen, ein Haus, Müsli, einen Fotokalender. Wenn man genau hinschaut, sieht man, es sind alles Produkte, die man erwerben kann, die in großer Menge hergestellt werden, aber die alle irgendwie doch persönlich individualisierbar sind. Der Neuwagen lässt sich beispielsweise sehr individuell konfigurieren auf die eigenen Bedürfnisse. Das Müsli, hier von einem gewissen Hersteller zu sehen, lässt sich auch nach dem ganz eigenen Geschmack zusammenstellen, obwohl es eben aus Standardkomponenten besteht. Oder der Fotokalender lässt sich mit ganz persönlichen Fotos gestalten. Und so sind es alles Produkte, die auf der einen Seite in großer Menge hergestellt werden und standardisiert sind, aber auf der anderen Seite eben trotzdem sehr individualisierbar sind. Und wenn wir uns das mal anschauen, es gibt eigentlich so zwei Typen von Produkten, das Standardprodukt und das Individualprodukt. Und diese zwei Typen haben jeweils für sich genommen Vor- und Nachteile. Zum Beispiel bei den Kosten. Ein Standardprodukt wird in der Regel in großer Stückzahl hergestellt, es hat standardisierte Komponenten und es lässt sich daher sehr kostengünstig produzieren und auch sehr preisgünstig anbieten. Ein Individualprodukt dagegen ist in der Regel eben genau das Gegenteil, sehr individuell produziert, Stückzahl n = 1 und damit auch in der Regel teurer. Auf der anderen Seite kann ein Individualprodukt aber viel passgenauer an die Bedürfnisse, die ich selber habe, angepasst werden, während das ein Standardprodukt nur zu einem ganz gewissen Grad kann und ein Standardprodukt muss man eigentlich so nehmen, wie es ist. Außerdem unterscheiden sich diese beiden Typen von Produkten bei der Zeit, die es braucht, bis ich es nutzen kann. Die meisten Standardprodukte kann ich kaufen und mitnehmen oder ich habe nur eine kurze Zeit der Wartezeit, bis ich das Produkt nutzen kann, während ein Individualprodukt oft eine lange Zeit braucht, bis es genau nach meinen Wünschen gefertigt ist und ich kann es halt viel später erst nutzen. Und auch was die Erweiterbarkeit angeht, ist es so, dass ein Standardprodukt oft viel leichter mit weiteren Dingen ergänzt werden kann, mit weiteren Produkten, die darauf aufsetzen, ergänzt werden kann, weil ein Standardprodukt eben standardisierte Komponenten besitzt und andere Dinge wiederum auf diesem Standard aufsetzen können. Das ist bei einem Individualprodukt eben nicht der Fall. Das heißt, diese Normung, die Kompatibilität eines Standardproduktes, die ist wiederum ein Vorteil eines Standardprodukts. Übertragen auf die Softwarewelt haben wir da ein ähnliches Pärchen. Und zwar auf der einen Seite das SaaS, das Software-as-a-Service-Angebot. Auf der anderen Seite die individuell installierte Software on-premises. Sie kennen das sicherlich. Wenn Sie sich bei einem SaaS-Service mal angemeldet haben, dann nutzen Sie diesen Service so, wie er ist. Sie haben kaum Möglichkeiten, den Service oder die Software wirklich irgendwie großartig zu verändern. Auf der anderen Seite, auch das müsste Ihnen sicherlich bekannt sein, ein größeres Softwareprojekt on-premises bietet die Möglichkeit, dass Sie die Software sehr individuell über Customizing-Code, über Projektlösungen und so weiter an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Aber das bedeutet auch, dass erstmal der Aufwand, das zu tun, existiert. Dienstleistungsaufwände, die eingekauft werden müssen und später auch der Pflege- und Wartungsaufwand, der notwendig ist, um diese Software auch weiterhin betreiben zu können oder benutzen zu können, der ist auch nicht gerade niedrig. Also auch hier haben wir zwei Welten, die mehr oder weniger jeweils Vor- und Nachteile bieten. Und die Frage ist eigentlich, wie lassen sich diese beiden Welten verbinden, um möglichst nur die Vorteile dieser Welten ohne die Nachteile auch haben zu können, damit Sie eben auch die Vorteile nutzen können. Und das eben auch im Bereich der Software und der Dokumentenmanagement-Software. Der Handel und die Industrie haben hierfür schon seit längerem einen Begriff, unter dem Lösungen in diesem Bereich diskutiert werden, und dieser Begriff heißt Mass Customization. Professor Dr. Piller von der
RWTH Aachen sagt beispielsweise, dass Mass Customization versucht, die individuellen Bedürfnisse des individuellen Kunden zu adressieren und gleichzeitig aber die Produktionseffizienz zu behalten, die eben ein Produkt hat, wenn es in großer Masse produziert wird. Und dieser Mass Customization Ansatz ist eben einer, der sich eben auch wieder auf die Software übertragen lässt. Und Develop Documents als ein SaaS-Produkt für den Bereich Dokumentenmanagement ist eben genau so ein Mass-Customization-Produkt, welches das Beste aus diesen zwei Welten miteinander vereint. Und diesen Beweis, dass das wirklich so ist, den trete ich jetzt an. Und dafür verwende ich eine Analogie. Ich bin Freund von Analogien und diejenigen unter Ihnen, die eventuell gleich das Gefühl haben, ich überstrapaziere diese Analogie ein klein wenig, bei denen möchte ich mich vorab schon mal entschuldigen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dabei hilft, die Dinge besser zu verstehen und besser einordnen zu können. Und die Analogie, die ich hier heute verwende, ist das Fertighaus. Hier sehen wir ein Fertighaus, das Fertighaus Loomis der Firma Fingerhaus, welches beispielsweise individuell anhand der Dachform konfiguriert werden kann. Ich kann mir überlegen, will ich ein Spitzdach und mit welchem Kniestock, will ich ein Satteldach, ein Walmdach. Ich kann aber auch noch ganz viele andere Dinge letztendlich individuell bestimmen bei diesem Fertighaus. Ich kann sagen, wie viele Zimmer es haben soll. Ich kann die Treppenform bestimmen, die Quadratmeteranzahl und so weiter. Die Fingerhaus GmbH ist übrigens schon seit fast 15 Jahren Kunde der Develop. Und wenn ich jetzt dieses Haus als Analogie benutze, dann sehen wir, dass auch Develop Documents letztendlich ähnlich gestrickt ist und eben auch ein Mass-Customization-Produkt ist. Schauen wir uns beispielsweise mal an, wie kann ich bei einem Fertighaus meine individuellen Strukturen definieren. Die Struktur eines Hauses letztendlich in einem Grundriss definiert. Ich habe die Wahl zwischen, wo sollen die Wände hin, wie viele Quadratmeter habe ich, wie viele Zimmer habe ich. Das kann ich letztendlich doch sehr individuell gestalten, auch wenn immer wieder dann die gleichen Komponenten benutzt werden. Und auch bei Develop Documents kann ich die Strukturen letztendlich sehr individuell definieren. Ich weiß, es gibt zwar immer so ein gewisses gleiches Grundkonstrukt, in welcher Form ich meine eigenen Dokumenten- und Aktenstrukturen definiere, aber innerhalb dieses Konstrukts kann ich sehr individuell sagen, welche Arten von Dokumenten es beispielsweise sein sollen, welche Eigenschaften diese Dokumente haben sollen, welche Wertemengen dahinter liegen sollen, welche Benutzer, welche Berechtigungen haben sollen, wie meine Aktenstrukturen aussehen. Und so kann ich diese gesamte Grundstruktur meines Dokumentenmanagementsystems mehr oder weniger sehr individuell an meine eigenen Bedürfnisse anpassen. Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Hersteller von einem Fertighaus und wollen jetzt ein Dokumentenmanagementsystem für unsere Dokumente anlegen. Da könnte es beispielsweise sein, dass wir eine Dokumentkategorie erstellen, die da heißt Fertighauskonfiguration. Und die beinhaltet halt ein Dokument, was so die Konfiguration eines Fertighauses unseres Kunden beinhaltet. Da haben wir dann Eigenschaften wie Quadratmeter oder Anzahl Zimmer. Und wenn wir jetzt beispielsweise noch eine weitere individuelle Eigenschaft hinzufügen wollen, die Dachform, dann legen wir einfach eine neue Eigenschaft an, bestimmen so grob, was diese Eigenschaft ausmacht und fügen diese Eigenschaft hinzu. Und schon hat unsere Dokumentkategorie, in der wir dann später Fertighauskonfigurationen ablegen können, diese Eigenschaft. Jetzt können wir noch sagen, ob das ein Pflichtfeld sein soll oder nicht. Und wir können dieser Eigenschaft auch feste Wertemengen hinterlegen. Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, die Dachform, da gibt es halt eine endliche Menge an Möglichkeiten, dann erstellen wir einfach eine Wertemenge, die nennen wir Dachform. Und die Ausprägungen dieser Wertemenge können dann beispielsweise sein Walmdach und Flachdach, noch mehr natürlich. Und nachdem wir diese Wertemenge erstellt haben, können wir dann im nächsten Schritt relativ einfach mit ein, zwei Klicks diese Wertemenge unserer eben erstellten Eigenschaft zuordnen. Und schon haben wir eine Eigenschaft mit einer fest hinterlegten Wertemenge. Und wenn jetzt jemand ein neues Dokument in dieser Kategorie ablegt oder erfasst, dann werden ihm diese Werte direkt angeboten und er kann auswählen zwischen den verschiedenen Dachformen. Jetzt möchte ich vielleicht diese Kategorie auch in meinen Aktenplan, in meine Dokumentstruktur einfügen, und zwar in meine Kundenakte. Denn ein Fertighaus soll halt vielleicht auch direkt immer in der Akte des Kunden erscheinen. Das mache ich ganz einfach, indem ich
das in die entsprechende Struktur einordne und der Kundenakte dann sage, na, die Eigenschaft, über die das verbunden werden soll, ist eben der Name des Kunden oder auch die ID. Und immer dann, wenn ich eine Fertighauskonfiguration bei mir im System habe und ich gebe einen Kunden Meier dazu ein, dann erscheint er auch automatisch in der entsprechenden Kundenakte Meier. Und so habe ich letztendlich auch die Möglichkeiten, später danach zu suchen, es wiederzufinden. Und so kann ich meine Strukturen sehr individuell gestalten. Ein letzter Punkt, wie ich noch sehr individuell Dinge gestalten kann in der Struktur, sind die Übersetzungen. Ich kann alles, was ich gerade persönlich individuell erstellt habe, auch in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Hier beispielsweise zu sehen Deutsch und Englisch und Französisch. Und ich kann diese Übersetzung auch automatisch maschinell generieren lassen als Vorschlag, sodass ich wenig Arbeit habe, all diese Kategorien und Eigenschaften und Wertemengen zu übersetzen. Ich kann es eigentlich nur noch überprüfen. Und so haben wir beispielsweise jetzt auch eine Übersetzung für die Fertighauskonfiguration bekommen mit wenigen Klicks. Und so kann ich das Ganze sehr individuell eben auch auf meine Benutzer, die verschiedene Sprachen sprechen, auch zuschneiden. Und dadurch, dass ich diese Struktur so individuell anlegen kann, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. In anderen Branchen und in anderen Bereichen, im Krankenhausbereich, in der öffentlichen Verwaltung, in der Industrie, wo auch immer, da werden wir halt immer wieder sehr individuelle Gegebenheiten vorfinden. Jedes Unternehmen ist am Ende individuell, aber in Developed Documents lassen sich diese Gegebenheiten in der Regel immer abbilden, weil letztendlich das System, was dahinter steckt, relativ generisch ist. Soweit zu den Strukturen. Ein Fertighaus kann ich aber auch mit einigen Add-ons oder Zusätzen bestellen. Ich kann beispielsweise einen Carport dazu bestellen, ich kann einen Swimmingpool dazu bestellen oder andere Dinge. Und es wird letztendlich mit dem Fertighaus zusammen auf meinem Grundstück dann gebaut werden. Und ein ähnliches Konstrukt gibt es auch für Developed Documents. Ich kann für Developed Documents sehr einfach Add-ons aus unserer Develop-Plattform hinzufügen. Add-ons, die mir neue Funktionen oder fachliche Prozesse oder Lösungen bereitstellen, die Developed Documents von sich aus noch nicht mitbringt und die ich mit ein, zwei Klicks dazu buchen und sofort nutzen kann. Und diese Erweiterungsfähigkeit ist eben auch ein großer Vorteil von Developed Documents in Zusammenhang mit der Develop Content Services Plattform. Hier beispielsweise mal ein Ausschnitt aus dem Store, bei dem wir sehen, welche verschiedenen Möglichkeiten es da eigentlich gibt. Man kann beispielsweise ein Vertragsmanagement hinzubuchen oder eine Chatlösung, mit der meine Mitarbeiter untereinander chatten können. Oder ich kann sagen, ich möchte zu meinem Developed Documents eine digitale Signaturlösung hinzufügen. Dann buche ich mir zum Beispiel Develop Sign, wähle das für mich passende Paket aus, durchlaufe den relativ kurzen Buchungsprozess. Und nachdem ich das gemacht habe, erscheint letztendlich die Funktion direkt und voll integriert in meinem Developed Documents und ich kann die Dokumente, die ich dort habe, auch sofort digital signieren oder einen digitalen Signaturlauf anstoßen, digitale Prozesse, bei denen eben meine Kollegen gewisse Dinge signieren sollen, einrichten und so weiter. Und das ist eben auch die Möglichkeit, das Ganze so zu erweitern, weil es eben standardisiert ist und weil andere auf diesen standardisierten Komponenten aufsetzen können, auch externe Anbieter. So ein Fertighaus, das steht auch niemals autark im Raum. Es ist immer irgendwie an die bestehende Infrastruktur, beispielsweise die Verkehrsinfrastruktur, angeschlossen oder aber es bezieht Input in Form von Strom, Wasser, Gas und es erzeugt Output in Form von Abwasser beispielsweise. Und ähnlich ist es auch mit einem Dokumentenmanagementsystem wie Developed Documents. Auch ein Developed Document steht eigentlich niemals autark da. Es ist immer integriert in Ihre persönliche Anwendungslandschaft. Und damit ist es immer verbunden mit anderen Systemen. Es bekommt Daten, Informationen und Dokumente aus Systemen und es sendet wiederum Daten und Informationen an andere Systeme. Und hierfür bietet auch Developed Documents vielfältige Möglichkeiten, damit Sie das ganz individuell in Ihre Anwendungslandschaft integrieren können. Zum einen haben wir vorgefertigte Konnektoren und Adapter in unserem Develop Store. Diese buchen Sie
und installieren sie und dann müssen Sie sie nur noch konfigurieren und haben schon eine Anbindung beispielsweise an ein ERP-System oder an andere Systeme erzeugt. Die zweite Möglichkeit, weil natürlich nicht für alle Systeme, die es da draußen so am Markt gibt, schon fertige Adapter da sein können, ist, dass Sie diese Anbindung individuell programmieren. Dafür bietet Develop Documents in der Cloud auch eine sehr umfangreiche und mächtige API, gegen die Sie programmieren können. Die ist super gut dokumentiert und unterstützt werden Sie dabei sogar noch, indem in Develop Documents die Möglichkeit besteht, dass Sie eigene Datenmodelle anlegen und diese mit Daten aus externen Systemen füllen. Beispielsweise Datenmodelle für Ihre Kunden befüllen Sie mit Daten aus Ihrem CRM-System, sodass Sie dann diese Kundendaten in Develop Documents in der Cloud wiederum nutzen können, um beispielsweise ein Dokument, bei dem Sie eine Kundennummer eingeben, automatisch mit weiteren Informationen zu diesem Kunden anzureichern und in die Dokumenteigenschaften zu schreiben. Das hilft Ihnen dann später zum Beispiel beim Wiederfinden des Dokuments, wenn Sie beispielsweise die Kundennummer nicht kennen, aber den Namen des Kunden oder wissen, seit wann er Kunde ist, dann können Sie eben auch anhand dieser Information ein Dokument wieder suchen. Der dritte Aspekt ist, dass Sie mit einem Cloud-Produkt wie Develop Documents nicht einmal darauf verzichten müssen, Ihre liebgewonnene, lokal installierte Software zu verwenden. Denn mit Develop Documents können Sie auch Dokumente aus Develop Documents heraus mit Ihrem lokalen Programm öffnen, dort bearbeiten, speichern und dann diese Dokumente wieder als neue Version in Develop Documents hochladen. Und das alles, ohne dass Sie viel manuellen Aufwand haben. Hier mal ein Beispiel, eine Bilddatei, die in Develop Documents liegt, ein Grundriss. Sie können diesen nun lokal mit einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen, können dort irgendwelche Veränderungen vornehmen, hier mal ein schwarzer Strich, der nicht viel Sinn ergibt. Und anschließend können Sie das Ganze speichern und werden dabei noch gefragt, einen kurzen Kommentar zur Veränderung abzugeben. Und das Ganze wird dann mit dem Änderungskommentar als neue Version wieder in der Cloud in Develop Documents gespeichert. Und damit haben Sie letztendlich die Möglichkeit, auch Dateien in der Cloud, in Documents zu verwalten, die Sie aber eventuell mit Programmen bearbeiten, beispielsweise Bauzeichnungen oder Konstruktionszeichnungen mit CAD-Programmen und so weiter, die Sie eben nur lokal installiert haben. Das funktioniert also nicht nur mit Bildbearbeitungsprogrammen, sondern mit beliebigen lokal installierten Programmen. Wenn Sie heutzutage ein Fertighaus bauen, dann werden Sie an dem Thema Smart Home auch nicht vorbeikommen. Und sollten Sie sich dafür entscheiden, Smart Home Komponenten einzubauen, dann werden Sie irgendwann hingehen und werden individuelle Regeln für diese Smart Home Komponenten erzeugen. Beispielsweise eine Regel könnte so aussehen: Wenn der Sensor am Außenbereich erkennt, dass die Sonne scheint, dann fahren die Jalousien automatisch runter und innen drin geht das Licht an, weil es sonst zu dunkel wäre. Und solche individuellen Logiken und Regeln lassen sich eben auch in Develop Documents erstellen. Sie können beispielsweise sagen, dass Wertemengen abhängig von bestimmten Eigenschaften nur gefiltert angezeigt werden. Sagen wir mal hier, dass eine Wertemenge für Bauprojekte gefiltert wird. Wenn ich vorher schon einen bestimmten Kunden ausgewählt habe, dann werden mir eben nur die Bauprojekte zu diesem Kunden angezeigt. Oder aber ich kann durch Logiken definieren, dass wenn ich bestimmte Eigenschaften an meinem Dokument pflege, dass dann andere Eigenschaften automatisch nach bestimmter Logik befüllt werden können. Hier zum Beispiel mal zu sehen, an dem Beispiel, was ich gerade auch schon erklärt habe, das Bauprojekt und der Kunde. Wenn ich jetzt hier in der Wertemenge der Kunden einen Kunden auswähle, dann sehe ich eine gefilterte Liste meiner Bauprojekte. Wenn ich dann ein Bauprojekt zu diesem Kunden auswähle und auf einen Knopf drücke, dann füllt er mir automatisch die Informationen an meinem Dokument nach und ich habe wenig Aufwand und es ist eine individuelle Logik, die ich für meinen speziellen Anwendungsfall programmiert habe. Natürlich lassen sich Logiken und Regeln auch über Geschäftsprozesse abbilden. Beispielsweise können Sie in Documents direkt individuell Ihren Geschäftsprozess programmieren und modellieren, wenn es einfache, lineare Geschäftsprozesse sind. Dafür gibt es einen integrierten Editor. Oder aber Sie erstellen kompliziertere Geschäftsprozesse, die Sie dann in Documents ausführen können. Das kann beispielsweise ein Prüfungsprozess für Urlaubsanträge sein.
Der sähe dann so aus, dass ein Dokument hineinkommt und dann zunächst einmal durch den Abteilungsleiter geprüft wird, vielleicht anschließend auch nochmal an anderer Stelle geprüft wird und dann gibt es noch einen Schritt im Prozess, wo dann dieser Urlaub auch verbucht werden muss. Und diese dokumentenbasierte Prozesse lassen sich letztendlich in Documents auch abbilden und damit können Sie, was Ihre Geschäftsprozesse und Ihre Geschäftstätigkeiten angeht, das Ganze so gestalten, wie Sie es brauchen. Wir bieten die Mittel mit dem Documents-System und der Prozess-Engine, so nennt man das, die da drin steckt. Und Sie können auf Basis dieser Komponenten dann Ihre Prozesse gestalten. Und der Individualisierung bei Logiken und Regeln ist eigentlich keine Grenze mehr gesetzt, wenn Sie selber anfangen, über Software-Code, sogenannten Customizing-Code oder Custom-Code, solche Logiken und Regeln zu programmieren. Hierfür können Sie auch in der Cloud eigene Apps schreiben, die dann einfach dazu gebucht werden, aber nur bei Ihnen, also nicht im Develop Store vorhanden sind. Und dafür gibt es auch bei uns im Store Verlinkungen für Anleitungen, Hilfsmaterial und wir bieten eine öffentliche Schnittstelle in unsere Systeme an, die gut dokumentiert ist. Und diese Dinge sorgen dann dafür, dass Sie da sehr geringe Einstiegshürden haben. Die letzte Analogie, die ich heute vorbringe, ist die, dass wenn Dinge sehr häufig passieren, dass dann oft irgendwie diese Dinge mit der Zeit effizienter werden, besser unterstützt werden. Ich habe das jetzt mal hier im Kontext eines Hauses mit dem Trampelpfad im Garten visualisiert, auf der linken Seite, der sich vielleicht ergibt, wenn man da ständig zum Komposthaufen läuft und irgendwann sehr matschig wird. Und dann überlegt man sich, ich baue mir da jetzt mal einen Weg hin und pflaster das Ganze, damit ich da besser drüber laufen kann. Und auch dieses Konstrukt verwenden wir in Develop Documents. Wir schauen jetzt mal hier ein bisschen auf eine Sache, die noch in Entwicklung befindlich ist, die praktisch im Bereich unseres Innovationsmanagements entsteht. Deswegen zeige ich hier auch nur mal einen ersten Prototypen. Was wir hier aber sehen ist, dass wenn Sie Dokumente ablegen zukünftig in Develop Documents, dass anhand des Verhaltens, welches Sie vorher mit ähnlichen Dokumenten schon gezeigt haben, irgendwann Vorschläge für Sie gemacht werden, was Sie denn mit diesem Dokument vielleicht machen wollen. Also vielleicht wollen Sie einen bestimmten Prozess starten oder hier jetzt zu sehen, vielleicht wollen Sie ein Dokument in eine bestimmte Kategorie und in eine bestimmte Akte einsortieren. Nehmen wir mal irgendwie die Telekom-Rechnung, die immer in die Akte Telekom kommt und gleichzeitig noch die Kategorie Rechnung hat. Und dann können Sie entweder selber diese Kategorie definieren oder eben anhand von Vorschlägen, die Sie im oberen Bereich dieses Bildes hier sehen und die mit gewissen Wahrscheinlichkeiten versehen sind, dahinter steckt dann KI-Mechanismen, können Sie dann einfach zuordnen. Und auf diese Weise können Sie relativ schnell dann vielleicht noch ein paar Pflichtfelder oder irgendwelche Bearbeiter oder so mit zuordnen und dann haben Sie das Dokument schon abgelegt. Also Sie müssen gar nicht alle komplizierten Eigenschaften und Metadaten erfassen, die es so gibt, sondern Sie haben eigentlich einen sehr schnellen Zuordnungsprozess und mit jedem Mal, wo Sie ein Dokument ablegen und es zuordnen, lernt der Mechanismus mit und weiß beim nächsten Mal ein kleines bisschen besser, was Sie wahrscheinlich mit diesem Dokument, was dann als Neues reinkommt, dann machen wollen. Wenn wir jetzt nochmal wieder den Blick zurückschmeißen auf die Produkte vom Anfang. Wir haben ja jetzt gelernt, das sind alles Mass-Customization-Produkte. Und diese Mass-Customization-Produkte versuchen halt die Vorteile von Standardprodukten und Individualprodukten zu vereinen. Und nach dem, was wir jetzt von Develop Documents gesehen haben, können wir eigentlich sagen, Develop Documents ist auch ein Mass-Customization-Produkt. Und Develop Documents vereint ebenfalls die Vorteile, die ein standardisiertes SaaS-Produkt mit sich bringt. Es ist schnell verfügbar, es ist skalierbar, es ist günstiger und gleichzeitig die Vorteile, die aber auch durch die Individualisierung eben möglich sind. Und das haben wir ja gerade an verschiedenen Beispielen gesehen. Und von daher verbindet Develop Documents eben das Beste aus diesen zwei Welten. Wenn Sie jetzt Lust darauf bekommen haben, überzeugen Sie sich doch einfach mal selbst und buchen Sie Develop Documents für 30 Tage kostenlos bei uns im Develop Store und probieren Sie es einfach aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.